Ja, hallo liebe Freunde, was ihr jetzt seht, ist ein Mercedes 630K aus dem Baujahr 1927. Schaut euch das mal an. So eine Pracht an Auto hat Mercedes vor 90 Jahren gebaut, ja mittlerweile bald 100 Jahren. Das ist ein Wahnsinnsauto, ich wäre den zu gerne selber gefahren. Bitte sehr. Aber das Problem ist, er ist 1,75, ich bin 1,84. Da ist zu wenig Platz auf der rechten Seite, es passt leider nicht. Ja, also das ist ein absolutes Highlight, wenn man sich mal vorstellt, was Mercedes seinerzeit für Autos gebaut hat. Es sind von diesem Mercedes 630K nur 150 Stück gebaut worden. Er hier hat die Originalkarosse noch, den Originalrahmen, hat aber einen anderen Motor. Man hat da stärkere Vergaser draufgesetzt. Der hat ja damals original 140 PS gehabt. Unser Auto hat jetzt 180 PS, so wie der Mercedes SS, so im Baujahr 1930. Also das Auto ist gigantisch. Der ist 10 Jahre lang restauriert worden. Wir haben einen Kommissionsbuchauszug. Wir kennen die gesamte Geschichte zu dem Auto. Und was wir euch jetzt mal zeigen, das ist, wie so ein Wagen fährt. Übrigens ganz interessant. Im Jahr 1922 haben sich die beiden Gottlieb, Vater und Sohn, verstritten in der Firma. Der eine sagte, wir müssen das bauen, der andere sagte, nee, mehr 8-Zylinder. Und dann haben die sich getrennt. Und dann ist Ferdinand Porsche zum ersten Mal weltweit bekannt geworden. Er hat diese Autos, Mercedes S, SSK, konstruiert, hat die Technik gemacht und hat diese Wahnsinns-Kompressormodelle, sagen wir mal, fast erfunden. Und die sind ja heute legendär. Also Mercedes SSK, da gibt es nur 42 Stück von, 42 Fahrgestelle. Es gibt aber mittlerweile 68 Autos. Naja, gut, das ist eine andere Sache. Aber das waren die Highlights von Mercedes. Und wenn ihr euch dieses Detail mal anguckt, ich gehe vielleicht mit Paul mal kurz drum herum, schaut euch mal diesen Kühler an. War ja damals noch vernickelt. Ist übrigens interessant bei dem Auto. Man hat darauf geachtet, ganz viele originale Details zu beschaffen und zu verbauen. Die original Bosch-Lampen von damals, schaut euch das mal an. Also das Auto, das ist eine absolute Pracht. So sah das 1927 aus. Man hatte damals Schwierigkeiten, den Wagen weiterzubringen. Der sollte erst nach London geschickt werden. Ist in Hamburg übrigens erst ausgeliefert. Das ist ein deutsches Hamburger Auto. Und ist dann nachher 1929 nach Melbourne nach Australien gegangen. Und hat dann seine Reise um die Welt begonnen und ist heute wieder in Deutschland, wo er mal produziert wurde. Also schaut euch das mal an. Das ist eine absolute Pracht. Auch hier vorne die Positionslampen Bosch. Also man hat da wirklich drauf geachtet. Ihr seht das auch an der Lackierung. Das Auto hat einen Qualitätsstand, den kann man nicht überbieten. Das Auto ist einmalig und dieser Sound, das ist ja eine 6,3 Liter Maschine mit 6 Zylindern Reihe. Machen nachher mal an anderer Stelle den Motor auf, dann zeigen wir euch das mal. Es ist wirklich ein absolut gigantisches Teil. Und der Zustand, also ist in Deutschland restauriert worden von den Spezialisten. Besser kann man das nicht machen. Ich glaube, das könnt ihr hier sehen. Ja, und wir fahren jetzt und dann zeigen wir euch mal, was so ein Wagen kann. Übrigens ein ganz tolles Detail, schaut mal hier. Das sind die ersten alten Blinker. Also auch das hat man sich authentisch original besorgt. Ist natürlich traumhaft schön. Daran könnt ihr sehen, die haben hier auf jedes Detail geachtet bei dem Wagen. Bekommt man heute gar nicht mehr. Und die meisten kennen das gar nicht mehr, was das eigentlich bedeutet. war's, glaube ich. Okay. Jetzt habe ich keinen Sprit mehr. Scheiße.
Achso, das willst du jetzt filmen hier? Ja, ja, klar, warum nicht? Ja, die Herrschaften damals konnten sich immer Mechaniker leisten. Wenn die unterwegs waren, kam immer noch ein Auto hinterher. War ja Technik aus den 20er Jahren. Der war eben gerade ein bisschen zu fett gelaufen. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt ist auch der Reservekanister vorne wieder leer, der Reservebehälter. Ein Wahnsinnsmotor, alles neuwertig. Guckt euch das mal an. Meter-Motor. 6 Zylinder, 630 kW mit Kompressor. Hier ist das Roots-Gebläse da vorne. Üblicherweise hat er 140 PS, jetzt hat er halt eben 180 PS. Hier die großen Vergaser vom Mercedes SS. Also optimal gemacht. Jetzt muss er nur noch richtig laufen. Eben lief er ja gut. Aber ich weiß nicht, wo die Fehlzone herkam. Wir werden das gleich merken. Wir werden es gleich wissen. Weiter runter, ja. Ja. So. Optimal, auf geht's. Da ist er wieder, unser Freund. Läuft wieder. Übrigens gab es ja von diesem Modell mehrere Autos, die sind gebaut worden ungefähr bis 1933. Danach kamen die großen berühmten Achtzylinder. Das waren noch die Sechszylinder-Reihenmotoren. Die gab es als Mercedes S, als Mercedes S Rennsport, als SS und als SSK. Das war Supersport kurz und das ist der berühmteste und der teuerste heute. Wenn ihr den originalen SSK habt, kostet er ungefähr 20 Millionen. Und der Wagen ist eigentlich, wenn ich mir die Qualität überlege, relativ preiswert. Auto liegt zwar über 1 Million, aber gar nicht so sehr viel. Und was er dafür bietet, ist wirklich fantastisch. Also das in die Qualität bringen zu können, kostet einen hohen siebenstelligen Betrag. Und der Wagen ist jetzt bei uns in Beuerberg zu haben. Ein ganz tolles Teil. Wie gesagt, sensationell in Deutschland restauriert bei bester Adresse. Das ist ein echter originaler Mercedes 630 kW mit Kompressor. Ja, produziert oder erfunden oder entwickelt von Ferdinand Porsche. So begann der Ruhm von Herrn Ferdinand Porsche. Das waren die ersten Autos, die seine Handschrift getragen haben. Der Tank war relativ leer und wir vermuten auch, dass möglicherweise alter Sprit drin war. Deswegen haben wir jetzt 20 Liter Kanister genommen, frischen Sprit rein und jetzt sollte das richtig gut gehen. Auto hat übrigens einen 140 Liter Tank. Also Verbrauch war damals nicht so wichtig. Wenn leer war, wurde voll gemacht. Autoverbrauch ungefähr 25 bis 30 Liter. Aber naja, was ein Wunder. Wiegt 2,5 Tonnen, 2500 Kilo. Das verbraucht hat Benzin und was ein Auto damals verbraucht hat, war gar kein Thema. Wichtig war, dass er gut gefahren ist und gut fahren tut er. Und ich wollte euch das mal zeigen. So haben die Tankdeckel bei Mercedes damals ausgesehen. Guckt euch das mal an. Massiv Nickel, massives Metall, das ist doch absolut irre. Wenn ich mir heute diese Pappdinger angucke, zum Teil aus Plastik, das war Mercedes damals, also ich sag mal, der wiegt bestimmt 500 Gramm. Schaut euch das mal an. Also alles an dem Auto, jedes Detail ist eigentlich ein Kunstwerk, anders kann man das nicht sagen.
Ja, liebe Freunde, das war heute ein absolut spannender Dreh. Mercedes 630K. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Eindruck gewonnen. Sowas haben wir ja auch sehr, sehr selten. Ist ein ganz bedeutendes Auto der Vorkriegszeit aus den 20er Jahren. Also eigentlich das Faszinierendste, finde ich, was es überhaupt gab damals. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute bis zu unserem nächsten Film. Bleibt uns weiter treu, wir geben uns Mühe. Euer Stefan Luftschütz. Bis zum nächsten Mal und ciao.